Paula, Jonas, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt und vorbeigekommen seid. Ich denke in letzter Zeit viel über Gewohnheiten nach. Spannend, wie schwer es ist, alte Muster abzulegen. Ich fände es super, wenn wir heute mal ganz offen darüber reden, was uns jeweils beschäftigt und wie wir daran arbeiten können. Gerne, Lisa. Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass ich ständig mein Smartphone in der Hand habe, manchmal ohne erkennbaren Grund. Am Ende des Tages fühle ich mich dann oft frustriert, weil ich das Gefühl habe, meine Zeit vergeudet zu haben. Ich bin auch froh, hier zu sein. Ich kämpfe schon ewig mit meiner Unordnung und diesem inneren Schweinehund, der mir einredet, ach, mach das doch später. Außerdem würde ich gern wieder mehr Sport treiben. Ich nehme es mir immer wieder vor, aber nach ein paar Tagen oder Wochen rutsche ich in alte Muster zurück. Da haben wir ja einiges an Gesprächsstoff. Wie wäre es, wenn wir zuerst mal darüber reden, warum es eigentlich so schwer ist, alte Gewohnheiten loszuwerden? Ich habe mal gelesen, dass Gewohnheiten wie eingefahrene Trampelpfade im Gehirn sind. Diese Wege werden über Jahre hinweg vertieft. Sobald wir etwas Gewohntes tun, graben wir den Pfad noch tiefer. Ein neues Verhalten aufzubauen bedeutet, einen ganz neuen Weg anzulegen und ihn oft genug zu gehen, bis er automatisiert ist. Genauso fühlt es sich für mich an. Die alte Gewohnheit ist einfach der bequeme, vertraute Weg. Selbst wenn sie mir schadet, biegt mein Gehirn automatisch wieder dorthin ab. Jede Änderung kostet Energie und unser Gehirn ist gern faul, um Energie zu sparen. Richtig. Wenn dann auch noch Emotionen dazukommen, wird's besonders schwierig. Viele ungesunde Gewohnheiten hängen mit unseren Gefühlen zusammen. Wir essen Schokolade bei Stress, scrollen durch Social Media, um uns abzulenken, oder schieben Aufgaben vor uns her, um sie nicht direkt anzugehen. Ich merke das besonders bei mir selbst. Mein größtes Problem ist das Aufschieben von Hausarbeiten. Ich sehe den wachsenden Abwasch und denke, später mache ich das bestimmt. Aber später kommt oft gar nicht. Oder wenn, dann ist es mühsamer. Bei mir ist es definitiv die Smartphone-Nutzung. Ich greife reflexartig zum Handy, ohne zu wissen warum. Dann scrolle ich ziellos rum und merke hinterher, dass ich mich nur noch unzufriedener fühle. Bei mir sind es zwei Hauptthemen: fehlender Sport und Unordnung. Ich nehme mir vor, morgens joggen zu gehen, ziehe das ein paar Mal durch und finde danach ständig Ausreden. Zu kalt, zu dunkel, zu früh. Und was die Unordnung angeht, ich lasse gern alles liegen, sodass sich Klamotten und Papiere stapeln. Mich nervt das, aber ich komme trotzdem nicht in die Gänge. In einem Buch über Gewohnheiten habe ich vom Gewohnheitsschleifenmodell gelesen. Da gibt es immer einen Auslöser, eine Routine und eine Belohnung. Beim ziellosen Scrollen könnte Langeweile der Auslöser sein, das Handygreifen die Routine und die Belohnung ein kurzer Dopaminkick. Bei mir könnte der Auslöser abends die Müdigkeit sein. Die Routine: ich lasse alles liegen, weil ich es nicht sofort aufräumen will. Die Belohnung ist dann die kurzfristige Erleichterung. Aber langfristig stresst es mich nur noch mehr. Sobald man diese Schleife erkennt, kann man an einem der Schritte ansetzen. Entweder man verändert den Auslöser, damit man erst gar nicht in Versuchung kommt, oder man ersetzt die alte Routine durch etwas Sinnvolleres, das ebenfalls eine Belohnung bietet. Habt ihr schon mal versucht, eure Umgebung so zu gestalten, dass ihr gar nicht erst in Versuchung geratet? Ich habe zum Beispiel kürzlich alle Social-Media-Apps vom Startbildschirm verbannt. Sie sind noch da, aber ich muss sie erst mal suchen. Das ist ein kleiner, aber effektiver Umweg. Clever. Für mich wäre es sinnvoll, gleich nach dem Essen abzuspülen, statt das Geschirr erst irgendwo zu stapeln. Vielleicht stelle ich mir sogar einen Timer auf 5 Minuten, damit es eine überschaubare Aufgabe bleibt. Für den Sport könnte ich abends schon die Laufklamotten rauslegen oder mich direkt mit einem Freund verabreden. Dann fällt das Absagen schwerer. Und bei der Unordnung lieber jeden Tag ein paar Minuten Aufräumsprints, statt einen riesigen Putzmarathon. Oft hört man, du brauchst einfach mehr Willenskraft. Aber Willenskraft ist nicht endlos. Wenn wir uns den ganzen Tag beherrschen oder Entscheidungen treffen müssen, ist abends der Akku leer. Genau.
Darum hilft es enorm, Strukturen zu schaffen, die uns den Alltag erleichtern. Wenn ich morgens eine feste Routine habe, läuft das fast von selbst. Muss ich hingegen täglich neu entscheiden, ob ich joggen gehe oder nicht, siegt am Ende meist die Bequemlichkeit. Also brauchen wir Systeme. Zum Beispiel einen festen Plan. Montag, Mittwoch und Freitag geht's um 7 Uhr los zum Joggen, ohne Wenn und Aber. Nach einer Weile ist das Routine und kostet viel weniger Überwindung. Ich habe mal versucht, mich mit Schokolade für erledigte Aufgaben zu belohnen. Bei meinem Handyproblem war das aber eher kontraproduktiv, weil ich dann zwar weniger gescrollt, aber mehr genascht habe. Also muss man sich wirklich gute Belohnungen aussuchen. Ja, lieber gesunde Kleinigkeiten oder etwas, das nicht wieder alte Muster bedient. Zum Beispiel nach dem Abwasch 10 Minuten ein spannendes Buch lesen oder eine Freundin anrufen. Belohnungen können auch immateriell sein. Eine heiße Dusche, das gute Gefühl, etwas erledigt zu haben oder das Abhaken einer To-Do-Liste. Manche Leute finden es total motivierend, wenn sie eine ununterbrochene Serie von abgehackten Tagen sehen. Kennt ihr das? Man hält eine neue Gewohnheit ein paar Wochen durch und denkt, super, jetzt hab ich's drauf. Und plötzlich lässt man es wieder schleifen und rutscht zurück. Das ist echt frustrierend. Oh ja. Ich glaube, das liegt daran, dass wir meinen, eine Gewohnheit sei nach ein paar Wochen erledigt. Aber sie braucht ständige Pflege. Sobald wir uns zu sicher fühlen, sagt eine innere Stimme: Jetzt kannst du ruhig mal wieder. Gerade bei Stress oder anderen emotionalen Belastungen verfällt man schnell in alte Muster. Wenn ich zum Beispiel eine anstrengende Woche habe, denke ich, dann lasse ich den Sport heute ausfallen. Und ehe ich mich versehe, mache ich es gar nicht mehr. Man sollte auch Rückschläge mit einkalkulieren. Das ist ganz normal. Wichtig ist, am nächsten Tag einfach weiterzumachen, statt alles hinzuschmeißen, nur weil es mal nicht geklappt hat. Es hilft auch, die eigenen Auslöser genauer zu beobachten. Man könnte beispielsweise notieren, wann man zum Handy greift, wie man sich gerade fühlt und was man sich eigentlich davon erhofft. Dann kann man sich Alternativen überlegen, um das Bedürfnis anders zu erfüllen. Ein Tagebuch oder ein Habit-Tracker kann dabei echt hilfreich sein. So wird uns bewusst, was sonst unbewusst abläuft. Und wir können gezielt dagegen steuern, wenn wir wissen, wann wir besonders anfällig sind. Ich habe das mal mit meiner Unordnung gemacht. Jeden Abend kurz notiert, was ich liegen gelassen habe und warum. Meist war es nur Bequemlichkeit. Manchmal aber auch Frust, weil ich von der Arbeit genervt war und einfach keinen Bock mehr hatte. Und? Hat's was gebracht? Ja, ich habe gemerkt, dass ich den Haushalt immer an letzter Stelle sehe. Als mir das klar wurde, habe ich mir bewusst gemacht, wie viel besser ich schlafe, wenn es aufgeräumt ist. Und wie viel Zeit ich spare, wenn nichts rumliegt. Ein weiteres Problem ist das ständige Vergleichen mit scheinbar perfekten Menschen. In Social Media sieht man oft Leute, die nie prokrastinieren und immer fit wirken. Da frage ich mich, bin ich die Einzige, die das nicht hinbekommt? Das ist ein großer Irrtum. Jeder hat seine Baustellen, nur zeigen viele sie nicht. Kaum jemand postet sein unaufgeräumtes Wohnzimmer. Online sehen wir hauptsächlich Hochglanzbilder. Und jeder startet mit anderen Voraussetzungen. Manche haben mehr Zeit, Unterstützung oder Erfahrung. Sich selbst schlecht zu machen, nur weil andere perfekt scheinen, führt zu nichts. Mal heißt es, man soll sich Gleichgesinnte suchen, dann wieder kann das Umfeld hinderlich sein. Wie erlebt ihr das? Meine Mutter zum Beispiel beschwert sich, wenn ich nicht sofort auf ihre Nachrichten reagiere. »Warum bist du nicht online?« fragt sie dann, und ich fühle mich fast gezwungen, ständig aufs Handy zu schauen. Oder Freunde sagen, wieso stehst du so früh auf? Schlaf doch aus. Sie meinen es nicht böse, aber sie torpedieren meine Vorsätze. Da muss ich lernen, konsequent zu bleiben. Manchmal hilft es, klar zu kommunizieren. Ich will meine Handyzeit reduzieren. Wenn was Wichtiges ist, ruf mich bitte an.
Dann weiß das Umfeld Bescheid. Ob sie es respektieren, ist natürlich noch die andere Frage. Wie wäre es, wenn wir jetzt jeder einen konkreten Plan ausarbeiten, um unsere größte Baustelle anzugehen? Gerne. Ich fange an. Baustelle. Aufschieben von Hausarbeiten. Ziel. Jeden Tag 5 Minuten direkt nach dem Essen aufräumen. Vorgehen. Wecker auf 5 Minuten stellen, Geschirr spülen oder in die Spülmaschine räumen. Gleiches Prinzip bei anderen Kleinigkeiten. Belohnung. Danach mache ich mir einen Tee und lese ein paar Seiten in meinem Lieblingsbuch. Ich bin dran. Baustelle. Zu viel Smartphone-Konsum. Ziel. Höchstens 1 Stunde am Tag für private Social-Media-Apps. Vorgehen. Apps limitieren. Ab 20 Uhr das Handy in einen anderen Raum legen. Benachrichtigungen ausschalten. Belohnung. Am Ende der Woche, wenn ich es eingehalten habe, gönne ich mir was Schönes. Zum Beispiel ein Schaumbad oder eine kleine Beauty-Maske. Bei mir sind es Sport und Unordnung, aber ich konzentriere mich erstmal auf den Sport. Baustelle. Zu wenig Bewegung, keine feste Routine. Ziel. 3-mal pro Woche morgens joggen. Vorgehen. Klamotten am Vorabend rauslegen, Wecker 30 Minuten früher stellen, mit einem Freund zum Joggen verabreden. Belohnung. Nach dem Laufen eine kurze Entspannung, zum Beispiel ein gemütliches Frühstück, ein Espresso in Ruhe oder ein bisschen Musik. Was machen wir, wenn wir scheitern? Bei mir ist eine stressige Phase oft der Moment, in dem ich wieder in alte Gewohnheiten zurückfalle. Dann sollten wir uns bewusst machen, dass das normal ist. Wichtig ist, nicht gleich alles hinzuwerfen, sondern es am nächsten Tag einfach wieder zu versuchen. Genau. Man kann sich fragen, warum hat es diesmal nicht geklappt? Was war anders? Wie kann ich das beim nächsten Mal vermeiden oder besser damit umgehen? So lernt man wenigstens daraus. Außerdem sollte man eine schlechte Gewohnheit nicht nur weglassen, sondern sie durch etwas Positives ersetzen. Wenn ich mich langweile und eigentlich zum Handy greifen will, könnte ich mich kurz dehnen oder ein Glas Wasser trinken. Richtig. Das Gehirn erwartet diesen kleinen Kick. Einfach nur zu sagen, nein, Handy, löst das eigentliche Bedürfnis nicht. Besser, du findest eine gesündere Alternative, die dich ebenfalls kurz glücklich macht. Beim Aufschieben des Abwaschs könnte ich zum Beispiel gute Musik oder einen Podcast anmachen. Dann wird die langweilige Aufgabe direkt angenehmer. Viele Leute nehmen sich auch zu viel auf einmal vor. Ich wollte mal meine ganze Wohnung an einem Tag aufräumen, war danach total K.O. und hatte am nächsten Tag überhaupt keinen Elan mehr. Genauso ginge es mir, wenn ich versuchen würde, eine Woche komplett aufs Handy zu verzichten. Das ist unrealistisch. Deshalb setze ich mir lieber eine feste Tagesgrenze. Genau. Lieber 3-mal pro Woche 20 Minuten joggen, als sich jeden Tag 1 Stunde vorzunehmen und es dann gar nicht durchzuhalten. Wenn's gut läuft, kann man immer noch steigern. Häufig stecken hinter den alten Gewohnheiten auch emotionale Bedürfnisse. Manchmal lohnt es sich, die Gefühle dahinter genauer zu betrachten. Sehe ich auch so. Vielleicht bin ich abends einfach gestresst und brauche eine Pause. Anstatt den Abwasch wegzumachen, lenke ich mich ab. Wenn ich aber besser mit Stress umgehen kann, habe ich mehr Energie für so etwas. Bei mir ist es oft das Gefühl, versagt zu haben, wenn ich meinen Sportplan nicht einhalte. Das macht mich frustriert und unzufrieden, was wiederum dazu führt, dass ich die Wohnung verkommen lasse. Ein kleiner Teufelskreis. Vielleicht sollte ich an meinem Selbstwert arbeiten, damit ich mich nicht so schnell verurteile. Beim Handy ertappe ich mich oft dabei, dass ich nach Ablenkung oder Bestätigung suche. Vielleicht bin ich mit meinem Alltag unzufrieden. Dann reicht es nicht, nur die Apps zu blockieren. Ich muss überlegen, was mir wirklich fehlt. Was tut ihr denn gegen Stress, außer auf alte Gewohnheiten zurückzugreifen? Ich setze mich manchmal für 5 Minuten hin, schließe die Augen und atme tief durch. Oder ich höre Musik, die mir gute Laune macht. Früher habe ich in solchen Momenten sofort zum Handy gegriffen. Ich gehe gerne kurz spazieren.
Schon 10 Minuten frische Luft können Wunder wirken, wenn mir alles zu viel wird. Danach ist mein Kopf freier und ich bin weniger versucht, sinnlos zu scrollen. Ich habe vor kurzem mit leichtem Yoga angefangen. Ein paar Sonnengrüße am Morgen wirken für mich besser als ein starker Kaffee und sorgen dafür, dass ich ruhiger in den Tag starte. Habt ihr Bücher oder Methoden, die euch besonders geholfen haben? Ich habe die 1%-Methode, Atomic Habits, gelesen. Da geht's viel um kleine Schritte und darum, das Umfeld so zu gestalten, dass die neue Gewohnheit leichter wird, so ähnlich wie wir es besprochen haben. Ich fand The Power of Habit ziemlich spannend. Da wird viel über das Trigger-Routine-Belohnungsprinzip gesprochen und wie Unternehmen genau das nutzen, um uns an ihre Produkte zu binden. Da wird einem klar, warum manche Gewohnheiten so hartnäckig sind. Ich habe keinen bestimmten Titel im Kopf, schaue aber gern Online-Kurse, die täglich eine Erinnerung per E-Mail schicken. So fühle ich mich begleitet und bleibe eher dran. Und eigentlich ist das ja auch eine Art, kleine Erfolge zu feiern, wenn man dranbleibt und merkt, dass es funktioniert. Apropos, wie macht ihr das mit Erfolgen? Feiert ihr sie bewusst? Ich schreibe in ein Erfolgstagebuch. Heute habe ich ab 20 Uhr das Handy nicht mehr angerührt und stattdessen gelesen. Das motiviert mich sehr, weil ich schwarz auf weiß sehe, was ich geschafft habe. Ich erzähle es Freunden, wenn ich 3-mal joggen war. Ihre Anerkennung tut richtig gut. Oder ich belohne mich mit einem Filmabend, wenn ich konsequent war. Ich mache am Wochenende oft einen kurzen Rückblick und überlege, was gut lief, statt nur auf das Negative zu achten. Das hilft total. Wie wär's, wenn wir eine kleine Challenge starten? Eine Woche lang updaten wir uns jeden Tag kurz, wie es lief, und pushen uns gegenseitig. Das bringt vielleicht mehr Verbindlichkeit. Super Idee. Wir schreiben uns einfach abends: Hey, wie lief dein Mini-Ziel heute? Und jeder antwortet ehrlich. Einverstanden. Das ist eine gute Motivation, weil jemand anderes Bescheid weiß. Wir können ja eine Chatgruppe aufmachen. Manchmal gibt's aber auch Leute, die einen kommentarlos runterziehen. Bringt doch eh nichts. Oder du übertreibst. Wie geht ihr damit um? Ich versuche, solche Aussagen nicht persönlich zu nehmen. Oft spiegelt sich darin nur die Unsicherheit des anderen. Ich sage dann: Mir tut das grad gut, ich mag das so. Ende. Ja, und manchmal muss man sich vorübergehend von Menschen distanzieren, die einen ständig entmutigen. Das ist nicht einfach, aber manchmal nötig. Noch ein wichtiger Punkt. Manche Gewohnheiten haben tiefere Ursachen, zum Beispiel Depressionen oder Angststörungen. Da sollte man sich ruhig professionelle Hilfe holen, Coaching oder Therapie. Genau. Wenn mein exzessiver Handygebrauch ein Symptom für innere Unzufriedenheit ist, hilft reines Deinstallieren nicht. Dann muss ich das Grundproblem angehen, sonst ändert sich nichts an der Situation. Und bei echten Suchtproblemen wie Rauchen oder Alkohol kann ein medizinischer Rat oder sogar eine Entzugstherapie nötig sein. Daran ist nichts Verwerfliches. Ich merke jedenfalls, dass ein strukturierter Morgen den ganzen Tag beeinflusst. Wenn ich schon morgens trödele, zieht sich das leider oft bis abends durch. Stimmt. Wenn ich direkt nach dem Aufstehen mein Bett mache, mich ein bisschen dehne und weiß, dass alles halbwegs in Ordnung ist, habe ich viel mehr Energie. Lasse ich es schleifen, ist der Wurm drin. Win the morning, win the day, heißt es ja oft. Ein bisschen Disziplin am Morgen gibt mir tatsächlich Selbstvertrauen für den restlichen Tag. Ich habe noch das Problem, dass ich abends zu spät ins Bett gehe. Wegen Serien, Internet, was auch immer. Morgens bin ich dann müde und lasse alles liegen. Ein Teufelskreis. Das kenne ich nur zu gut. Ich will mir abends ein Abschaltritual angewöhnen. Handy weg, ein paar Seiten lesen und dann das Licht aus. Wenn ich das durchhalte, schlafe ich definitiv besser. Ich stelle mir einen Wecker, der mich um 22 Uhr daran erinnert, dass ich um 22:30 Uhr das Licht ausmachen will. So gerate ich nicht in Versuchung, noch stundenlang herumzudaddeln.
Außerdem denke ich immer daran, dass ich für meine kleine Schwester ein Vorbild sein kann. Wenn sie sieht, dass sich eine Gewohnheit wirklich ändern kann, motiviert sie das vielleicht auch. Ja, und es ist schön, wenn andere merken, dass sich bei uns was bewegt. Das kann andere inspirieren, sich selbst zu verbessern. Klar, man sollte niemanden missionieren. Aber manchmal genügt schon das eigene Verhalten als Anstoß für andere. Ich finde es zum Beispiel hilfreich, mir bildlich vorzustellen, wie es wäre, wenn ich die neue Gewohnheit wirklich lebe. Oder wenn das alte Muster endlich kein Thema mehr ist. Genau. Ich sehe mich dann abends zufrieden im Bett liegen, weil ich nicht sinnlos am Handy war, sondern etwas getan habe, das mir wirklich gut tat. Das hilft mir in Versuchungsmomenten. Ich stelle mir vor, wie es wäre, fit zu sein, morgens ohne Murren joggen zu gehen, meine Wohnung relativ ordentlich zu halten und nicht mehr ständig mit mir selbst zu hadern. Das ist definitiv ein Ziel, das ich erreichen kann, wenn ich dranbleibe. Einige sagen, man bräuchte 21 Tage, andere sprechen von 66 Tagen, um eine Gewohnheit zu etablieren. Aber das ist doch bei jedem verschieden, oder? Ganz genau. Jeder tickt anders und manche Gewohnheiten sind hartnäckiger als andere. Wichtig ist, nicht an einer festen Zahl festzuhängen, sondern einfach so lange weiterzumachen, bis es sich normal anfühlt. Und selbst dann kann man immer noch rückfällig werden. Man sollte einfach wachsam bleiben, und wenn es passiert, ist das kein Weltuntergang. Lasst uns doch mal zusammenfassen, was wir bis jetzt gelernt haben. Alte Gewohnheiten sind tief verankert, aber veränderbar. Auslöser, Routine, Belohnung. Wir können die Schleife gezielt umbauen. Willenskraft allein reicht oft nicht. Wir sollten unser Umfeld so gestalten, dass wir weniger kämpfen müssen. Kleine Schritte sind realistischer als überzogene Vorhaben. Belohnungen und positive Erlebnisse sollte man fest einplanen. Rückschläge sind normal und kein Grund, alles hinzuwerfen. Emotionen spielen eine große Rolle und dürfen nicht ignoriert werden. Ein unterstützendes Umfeld hilft. Notfalls muss man Grenzen ziehen, wenn andere nicht mitziehen. Das fasst es perfekt zusammen. Ich fühle mich jetzt richtig motiviert, meine Pläne umzusetzen. Ich auch. Vielleicht treffen wir uns in 2 Wochen wieder, um zu schauen, wie es gelaufen ist. Und bis dahin halten wir uns per Messenger auf dem Laufenden. Und ich fange morgen direkt an. Nach dem Frühstück wird gespült, mit meiner Lieblingsmusik im Hintergrund. Danach genieße ich ganz in Ruhe meinen Kaffee. Mal sehen, wie es läuft. Ich schalte heute Abend gleich alle Push-Benachrichtigungen ab und begrenze meine App-Nutzung auf 60 Minuten. Wenn ich mehr will, brauche ich einen Code, den meine Freundin festlegt, damit ich nicht tricksen kann. Ich lege mir nachher schon mal meine Sportsachen bereit und schreibe meinem Kumpel, dass wir uns morgen um 7 zum Joggen treffen. Dann kann ich mich nicht mehr so einfach drücken. Ich bin wirklich froh, dass wir so offen geredet haben. Letztlich haben wir alle ähnliche Probleme, nur in verschiedenen Bereichen. Es tut gut, damit nicht allein zu sein. Absolut. Alte Gewohnheiten sind zäh, aber mit ein bisschen Struktur und Geduld kann man sie verändern. Jetzt haben wir realistische Minipläne, nicht irgendein utopisches Programm. Dann motivieren wir uns gegenseitig. Wenn ich morgen früh nicht aus dem Bett will, höre ich vielleicht eure Stimmen im Kopf. Du wolltest es doch anders machen. Genau. Und in 2 Wochen gibt's ein kleines Follow-up-Treffen. Bis dahin halten wir uns auf dem Laufenden. Ich bin gespannt, welche Fortschritte wir alle machen. Dann würde ich sagen, auf neue Gewohnheiten. Auf neue Gewohnheiten. Weniger scrollen, mehr Ordnung, mehr Bewegung und insgesamt einfach zufriedener sein.